Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du diese Hero Section Animation erstellen kannst. Und das Ganze im Bricks Builder mit dem Add-on BricsForge. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, starten wir direkt rein. Okay, wir starten wirklich komplett von Anfang an. Das heißt, als allererstes wählen wir einfach einmal die nötigen Elemente, die wir jetzt gleich brauchen. Dazu erstmal einen Block. Dort drin noch ein Block, ein Div, ein Image und in dem Div brauchen wir die Überschrift und dann benenne ich das Ganze einmal. Und kann den einzelnen Elementen jetzt einmal Klassen geben. Dazu nutze ich Advanced Theme, weil es einfach nochmal schneller geht. Und sehe jetzt, dass hier wirklich jedem Element einmal schon eine Klasse gegeben wurde und kann das Ganze jetzt einmal durchstylen. Dazu nutze ich Core Framework. Das heißt, ich kann dir jetzt Variablen wählen, aber du kannst es natürlich auch einfach per Hand stylen. Wie gesagt, ich nutze Variablen, weil es einfach deutlich wartungsfreundlicher später ist. Gebe den ganzen, dem ersten Element einfach einmal ein Padding schon mal rein und hier dem Ganzen möchte ich jetzt eine Höhe von 85 VH geben. Und kann hier auch schon direkt einmal mein Bild auswählen. Das Ganze sieht eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt müssen wir noch einmal schauen, dass wir hier den Main Wrapper auf Relativ setzen. Und ich mein Bild einmal auf Absolut setze, weil so kann ich es dann später einfach im Hintergrund haben mit einem Z-Index von -1. Ich setze das Ganze hier einmal auf 0, dass es wirklich die komplette Fläche einnimmt. Sorry, jetzt bin ich verrutscht. Natürlich hier unten. Gebe dem Ganzen noch eine Höhe und Breite von 100%. Und kann jetzt hier meinem Main Wrapper einen Border Radius geben. Dazu nutze ich auch wieder Variablen. Und sehe jetzt, dass hier der Border Radius gar nicht angewandt wird. Das heißt, ich muss den Main Wrapper einmal noch auf Overflow Hidden setzen, weil das Bild sozusagen gerade den Main Wrapper sozusagen overflowt. Wenn ich das Ganze jetzt auf Overflow Hidden setze, sehe ich, okay, hier mein Border Radius, der wird auf jeden Fall angewendet, kann das Ganze schon einmal speichern und möchte jetzt mein Image auf Z-Index -1 setzen, damit es im Hintergrund gleich ist. Sehe jetzt meine Überschrift, wird hier oben schon einmal wieder angezeigt und kann hier meine Main Wrapper jetzt einmal mit Flexbox das Ganze ausrichten, die Überschrift ausrichten. Die möchte ich unten links haben. So. Und möchte dem Main Wrapper jetzt noch ein Padding auch geben, weil die Überschrift ist ja gerade sehr hier am unteren Rand. Heißt, hier nutze ich auch wieder meine Variablen. Das passt. Und kann meine Überschrift jetzt noch einmal stylen. Beziehungsweise erstmal natürlich auch den richtigen Text vielleicht reinsetzen. So, und jetzt stylen wir hier nochmal ein bisschen durch. Das Ganze kann natürlich auch auf jeden Fall ein bisschen größer sein, als ja wirklich die Hero Section noch ist. Dann noch die passende Farbe. Sieht das Ganze auf jeden Fall eigentlich schon ziemlich gut aus. Das Bild würde ich noch einen Ticken von der Opacity einfach ein leichtes Overlay geben. Hier nutze ich auch wieder eine transparente Farbe letztendlich von Core Framework. Das Ganze müsste jetzt an sich schon drin sein. Ich speichere mir das Ganze einmal und schaue mir das Ganze einmal auf der Live-Seite an und sehe jetzt, okay,
Mein Background ist auf jeden Fall ein Ticken dunkler. Und im Prinzip ist das jetzt schon ready von der HTML-Struktur. Und wir können weitermachen mit dem Bricks Forge Panel, mit der GZIP-Animation. Dazu würde ich sagen, schauen wir uns die Animation noch einmal an, wie sie im Endeffekt dann aussehen soll. Und sehen, dass das Bild sozusagen von der Mitte aus größer wird, zu den beiden Seiten und dann auch nochmal in der kompletten Fläche ja einmal hochskaliert und anschließend eben hier mein Text rein animiert wird. Und das Ganze erstellen wir jetzt einmal im Bricks Forge Panel. Heißt, wir gehen einfach einmal rein und erstellen eine neue Timeline. Wir nennen die einfach einmal Hero Section und kann hier einmal den Trigger auf PageLoad setzen und mir einmal meine Klasse rauskopieren, die das Ganze dann triggern soll. Und als nächstes will ich den Trigger, der letztendlich dann ja animiert werden soll. Heißt, hier einmal mein Main Wrapper, kopiere mir die Klasse wieder rein und möchte das Ganze ja wirklich von der Mitte aus zu den Seiten zunächst einmal animieren. Das heißt, ich wähle einmal Methode From und gehe einmal auf die Breite und wähle hier einmal 0 und sehe jetzt, dass das Ganze auf jeden Fall nicht so ist, wie es letztendlich später aussehen soll. Das Ganze ist einmal links auf der Seite und nicht zentriert und mein Bild ist auf jeden Fall sehr stark verzogen. Als allererstes kümmern wir uns mal ums Bild und müssen hier einmal auf Object Fit Cover setzen und sehen einmal, dass das auf jeden Fall schon passt. Und müssen einmal hier der ersten Sektion noch einmal mit Flexbox unser Main Wrapper in die Mitte zentrieren und sehen, okay, das sieht jetzt schon mal gut aus. Das heißt, wenn ich mir einmal hier die Timeline anschaue, passt das auf jeden Fall schon mal. Und kann mich jetzt als nächstes darum kümmern, dass das Ganze, nachdem es dann hier von der Mitte aus einmal zur Seite vergrößert, einmal noch über die komplette Fläche hoch animiert. Dazu kopiere ich mir einmal oder dupliziere mir einfach einmal hier die Timeline und möchte hier jetzt anstatt der Breite die Skalierung einmal wählen. Ich gehe einmal hier oben auf Scale und wähle einfach mal einen Wert von 0,6 und kann mir das Ganze jetzt noch einmal hier in der Timeline anschauen. Jetzt gehen wir in die Breite und dann skaliert das Ganze wirklich über die komplette Fläche. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Jetzt können wir das Ganze noch einmal hier einen Ease mitgeben, dass das Ganze einfach noch ein bisschen ja, flüssiger läuft. Ich wähle hier mal Power 2 out, sorry. Und hier das gleiche. Und speichere mir das Ganze einmal. Und kann mich im nächsten Schritt einmal um meine Überschrift-Animation kümmern. Das heißt, ich kopiere mir einmal die Klasse von der Überschrift raus und erstelle eine neue Timeline. Trage hier den Selector der Überschrift ein. Hier auch wieder From. Als allererstes möchten wir die Überschrift ja letztendlich von 100% in den Content Wrapper hier rein animieren. Dazu setzen wir einmal hier Y-Axis auf 100%. Schauen uns das Ganze einmal an. Und sehen, okay, die Überschrift, die kommt auf jeden Fall von unten. Aber wir müssen noch hier den Content Wrapper einmal auf Overflow Hidden setzen. Und sehen jetzt, dass die Überschrift hier auf jeden Fall schon mal rein animiert wird und wir möchten jetzt jeden einzelnen Buchstaben animieren. Das heißt, wir können hier einmal Use Split Text nutzen, setzen das einmal auf Chars und geben dem Ganzen noch einen Stagger, setzen einmal die Duration einen Ticken nach oben auf 0,4, auf 1,4 und geben dem Ganzen ein Ease und zwar Expo Out und schauen uns das Ganze noch einmal an. Ja, ist eigentlich schon ziemlich perfekt. Wir können den Stagger auf jeden Fall noch ein bisschen hochsetzen. So,
So, jetzt habe ich es. Und schauen uns das Ganze nochmal an. Ja, wir sehen jetzt, dass hier mein Main Wrapper nicht wirklich auf die Breite von 0 kommt. Das liegt daran, dass wir diesem ein Padding gegeben haben. Das heißt, ich nehme das Ganze hier einmal wieder raus und setze das Padding einmal in den Content Wrapper rein. Hat genau den gleichen Effekt, aber mein Main Wrapper, der geht wirklich auf 0% und die Animation startet wirklich von Beginn an. Geht einmal auf die Breite, skaliert hoch und hier im Anschluss wird mein Text rein animiert. Ich speichere mir das Ganze einmal und wir können uns das Ganze einmal auf der Live-Seite anschauen. Ja, und wir sehen jetzt noch einen Fehler, und zwar das Bild bzw. die Hero Section, die wird auf jeden Fall schon mal leicht präsentiert, wenn die Seite lädt. Das liegt daran, dass wir noch eine Einstellung im BricsForge Panel vornehmen müssen, und zwar bei jeder Timeline einmal das Ganze hier auf Prevent Focus setzen. Das hat einfach den Effekt, dass die Animation erst startet, wenn die Seite geladen wird und die Elemente noch nicht sichtbar sind, wenn die Seite lädt. Speichern wir das Ganze einmal und wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Ja, und wir sehen jetzt auf jeden Fall, die Animation startet erst, wenn die Seite geladen ist. Man sieht keinen Teil der Hero Section schon vorher, so wie es eben auch sein soll. Ja, ich würde mich freuen, wenn du das Tutorial gut fandest, du Nutzen daraus ziehen konntest. Ich werde auf jeden Fall jede Woche ein Video hochladen zum Bricks Builder. Würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder mit dabei bist. Und sag erstmal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.